Leute, alle reden nur von Raziel, wie krass das wird und Malice, mega das heftige Deck und so, aber niemand redet über Ryuge oder Ryuge. Das Deckthema, was als drittes in Crossover Breakers drin war und was meiner Meinung nach total unter dem Radar fliegt, aber was ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet. Und ich finde es richtig geil. Und warum? Das schauen wir uns heute an. So Leute, da sind wir auch schon und steigen direkt ins Deckprofil ein. Ihr seht hier schon das wunderschöne Bossmonster und schon einen kleinen Spoiler für später. Und wir spielen natürlich auf 3 unsere Sosei Ryuge Mistwa. Ich habe leider gerade nur 2 Kopien, was einfach daran liegt, dass die dritte noch nicht angekommen ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme. Aber natürlich spielen wir sie auf 3, denn sie ist unser One-Card-Starter oder einer von vielen One-Card-Startern, aber sie ist quasi das, was wir in der Combo immer haben wollen und uns immer ganz am Anfang suchen, damit wir loslegen können. Und ihre Effekte sind halt richtig geil, denn wenn sie in der Pendelzone liegt, können wir uns eine Nicht-Pendel-Ryuge-Karte von dem Deck auf die Hand nehmen und sie dann zerstören und halt aufs Extra-Deck legen, weil das bei Pendelmonstern ja so ist. Und wenn Monster auf dem Spielfeld zerstört werden, können wir sie specialen vom Extra-Deck, indem wir eins unserer Stufe 10 Ryuge-Monster als Tribut anbieten und dann können wir bis zu 2 Karten bei uns zerstören und dann genauso viele von den permanenten Zauberkarten von unserem Deck offen in die Zauber- und Fallenzone legen. Ist super wichtig für die Combo und auch mega wichtig, dass wir das im Zug des Gegners manchmal machen können, um unsere Floodgates und weitere Interruptions rauszubekommen. Richtig, richtig stark einfach. Und deswegen Sosei Ryuge Mistwa einfach mega geiles Ding und deswegen solltet ihr auf jeden Fall auf 3 spielen. Wo aber auf jeden Fall einfach 2 reichen, muss ich ganz klar sagen, ist Kairo Ryuge Ember. Sie hat den Effekt, dass wir sie abwerfen können, um uns ihre permanente Zauberkarte vom Deck auf die Hand zu suchen, und auf die gehen wir noch ein. Und während der Main Phase, falls in diesem Spielzug 2 oder mehr Monster von der Hand und oder dem Deck auf den Friedhof gelegt wurden, können wir ihn hier als Spezialbeschwörung beschwören, aber er selbst zählt nicht dazu. Also wenn wir ihn abwerfen, gilt das noch nicht für die Monster, die auf den Friedhof gegangen sein müssen. Aber ist halt dann in unserer Combo eine Free Special, was halt mega gut und wichtig ist. Und er kann seine eigene permanente Zauberkarte vom Feld unters Deck legen, um die gesamte Hand des Gegners zu verbannen, und dann zieht er genauso viele Karten, wie er vorher auf der Hand hatte. Gegen Malice zum Beispiel wäre das sehr, sehr schlecht, da solltet ihr das lieber nicht machen, aber gegen andere Decks kann das richtig krass sein, weil ihr dann vielleicht gute One-Offs rausnehmt, ihr kriegt Hand-Knowledge, also wisst, gegen was ihr spielt und so, richtig, richtig gut. Das kommt nicht so häufig auf, aber könnt ihr halt theoretisch machen, und deswegen super coole, spannende Karte, die ich sehr mag und die aber völlig auf 2 reicht, weil wir sie uns in der Combo immer suchen können. So, wen wir uns auch eigentlich in der Combo, nicht eigentlich, sondern wen wir uns immer suchen können, ist unser Genro Ryuge Hakwa. Bei ihm ist es so, dass wir ihn von der Hand banishen können, um uns seine permanente Zauberkarte vom Deck auf die Hand zu nehmen. Und wenn ein Monster offen verbannt wird, während er schon verbannt ist, können wir ihn specialen, aber dafür müssen halt mehrere Monster verbannt sein. Also wenn 2 Monster verbannt sind zu dem Zeitpunkt dann, wo wir den Effekt aktivieren, die nicht er sind, dann können wir ihn specialen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz simpel. Also, wenn was gebanished wird und er halt nicht alles ist, was da liegt quasi, dann können wir ihn eigentlich fast immer specialen. Richtig geil. Auch eine Free Special in der Combo. Richtig nice. Und sein Effekt auf dem Feld ist, dass er seine permanente Zauberkarte weglegen kann, um uns eine Ryuge-Karte vom Deck, vom Friedhof oder auch von den verbannten Karten wieder auf die Hand zu nehmen. Das ist richtig cool, weil so ist er halt geile Recursion. In der Combo können wir ihn auch benutzen, um noch eine weitere Special dadurch zu bekommen und so. Richtig, richtig geil. Starkes Monster. Und deswegen spielen wir den natürlich auch. Und wenn wir nur auf 1 spielen, ist Kyoro Ryuge Kaiba quasi den Groudon. Und er reicht völlig auf 1, weil er kann sich nämlich ins Deck zurückmischen, um seine permanente Zauberkarte aus dem Deck zu aktivieren. Das heißt, wenn wir ihn ziehen, weil wir wollen ihn in der Combo eigentlich halt banishen oder auf den Friedhof legen, und damit wir das halt immer machen können, brauchen wir ihn halt auch im Deck, aber das ist halt gar kein Problem, weil wir ihn halt einfach selber ins Deck zurücklegen können. Richtig, richtig nice, und deswegen reicht er völlig auf 1, ist aber trotzdem eine mega geile Karte, und er kann sich in der Main Phase als Schnelleffekt, als Spezialbeschwörung beschwören, falls in diesem Spielzug 2 oder mehr Karten zerstört wurden, und er kann seine permanente Zauberkarte weglegen, um dann genauso viele Karten auf dem Spielfeld zu zerstören, wie verschiedene Monstertypen auf dem Spielfeld sind, und da allein unser Deck halt schon 4 oder 5 verschiedene Monstertypen spielt, kann das halt richtig, richtig heftig sein. Deswegen der hier ist Going Second auch eine sehr spannende Karte, wenn wir ihn rausbekommen. Sehr cooles Monster, aber wie gesagt, reicht völlig auf 1. Und jetzt ist es halt crazy, weil das war quasi alles, was wir für die Engine brauchen, und jetzt kommen einfach nur noch wilde Sachen, um unsere Plays durchzubringen. Da spielen wir zum Beispiel 3-mal Wassergrin des Herolds, weil sie
uns quasi ein Ritualmonster sucht, weil sie ja vom Extra-Deck was auf dem Friedhof legen kann. Und wenn wir damit den Herold des Bogenlichts senden, können wir uns unsere Combo suchen. Das heißt, sie ist auch ein One-Card-Starter. Und wenn wir schon Combo auf der Hand haben, können wir sie benutzen, um eine Karte des Gegners zu zerstören oder halt nochmal was zu suchen, beziehungsweise dann was anderes zu suchen. Dazu kommen wir noch, aber richtig geile Karte. Und theoretisch könnt ihr damit dann noch in krassere Synchro-Plays gehen. Ich spiele das Deck ja auch noch nicht so lange, es ist ja erst sehr kurz raus, aber theoretisch habt ihr da auch noch ganz viele Optionen, was ihr dann machen könnt, weil sie halt einfach ein Empfänger ist, der dann zu Stufe 6 wird in den meisten Fällen und das gibt euch auch noch Optionen, noch mehr coole Sachen zu machen. Ähnlich, nur in gewisser Weise besser, in gewisser Weise schlechter ist Sturmdogra, denn Sturmdogra kann alles vom Extra-Deck auf den Grave senden, was halt sehr gut ist, aber es kostet halt 3000 Life Points, aber dafür ist es auch nicht once per turn, also ein Für und Wider. Und dann auch noch das wieder, dass sie ist halt kein Empfänger. So. Aber das ist gar kein Problem. Das mit den Lebenspunkten ist eigentlich auch kein Problem, weil wenn wir unsere Combo durchkriegen, ist unser Board so stark, dass wir eigentlich keine Probleme haben, diese mit 2000 Lebenspunkten zu überleben. Deswegen Sturmdogra auch super und nimmt auch sehr gerne Handtraps entgegen. Das heißt, wenn wir schon Combo haben und den aktivieren, werfen Gegner da immer eine Handtrap drauf. Das heißt, auch der hier super gut. Und auch er, Going Second, kann halt helfen, Boards zu brechen. Das ist halt bei den beiden ganz geil, weil wir brauchen die Normal Summon halt nicht unbedingt für die Combo. Das bedeutet, mit den beiden haben wir quasi auch Boardbreaker Normal Summons, was halt auch richtig, richtig stark ist. So, der hier ist deswegen die schlechteste Normal Summon, weil er halt eigentlich nur Going First gut ist. Senju der 1000 Hände, ihr könntet ja auch hier Manju der 10.000 Hände spielen, das ist völlig egal. Aber den hier hatte ich gerade schneller griffbereit, weil ich den halt gezogen habe in Crossover Breakers. Und er sucht uns halt auch unser Ritualmonster und damit haben wir dann Full Combo. Und wenn wir das Ritualmonster schon haben, suchen wir uns was anderes, dazu kommen wir gleich noch. Was uns halt auch hilft, die Kombos durchzubekommen. So, dann spielen wir Saphira und ich weiß, manche werden sagen, hey, das ist ja mega weird, spielen wir hier Voice des Voice? Nein, wir spielen hier keine anderen Voice des Voice Karten außer die Ritualzauberkarte, denn sie hier kann unser Bossmonster suchen, weil er nämlich ein Lichtdrache ist und Saphira kann Lichtdrache Ritualmonster suchen, mega, mega geil und es verbraucht halt nicht unsere Normalbeschwörung, was halt super wichtig ist und über die Karte wollte ich ja auch noch kurz sprechen, hier den Saurabis, das ist nämlich die Karte, die wir uns suchen, wenn wir halt schon Combo auf der Hand haben, wenn wir zum Beispiel die beiden auf der Hand haben, dann können wir mit ihm hier den suchen und dann haben wir noch was, um uns weiter vor Handtraps zu schützen während der Combo, richtig geil. Natürlich müssen wir für Saphira den Brick spielen, in Anführungsstrichen, ja, wir spielen eine 60-Karten-Variante hier und in diesem Deck ergibt das wirklich so viel Sinn, weil wir so viele Wege haben, unsere Sachen zu suchen und die Karten aus der Ryuge-Engine wollen wir eigentlich nicht so gerne ziehen, außer das Ritualmonster, von daher ist das richtig nice und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. So, und jetzt wahrscheinlich eine der widerlichsten, aber auch stärksten Karten des Decks, Oberster Todfeind Protoss. Den können wir uns in unserer One-Card-Combo suchen, können uns das Attribut aussuchen, was wir halt auswählen wollen. Das heißt, wenn wir wissen, gegen was wir spielen, und das geht ja zum Beispiel auch, indem wir in der Combo sie hier haben, ihren Effekt benutzen, die Hand des Gegners banishen, dann sehen wir, okay, der Gegner spielt das. Dann können wir einfach sein Attribut ändern, dazu kommen wir dann gleich in der Combo. Und das Attribut, wo wir wissen, das wird dem Gegner am meisten Schaden sagen und dann haben wir in den meisten Fällen gewonnen, weil die Karte ist einfach wirklich, wirklich dumm. Kann auch gerne wieder auf die Banlist, aber solange sie nicht auf der Banlist ist, spielen wir sie, weil sie einfach insane stark ist. So, und dann für die Combo brauchen wir einmal Schwertseele von Taya. Ist das einzige Schwertseele-Monster, was wir im Main-Deck spielen. Ich habe auch ein bisschen mit Moyer rumprobiert, aber das funktioniert in der Combo nicht so gut, deswegen der ist schon der Beste. Man will ihn halt nicht ziehen, deswegen ihr könntet sagen, wenn euch das zu riskant ist, könntet ihr ihn auf 2 spielen, aber tatsächlich im Testen war das bis jetzt nie ein Problem, weil es halt ein 60-Karten-Deck ist und da One-Offs halt mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit nur gezogen werden, aber der ist halt wichtig für die Combo. Genau wie der hier, der ist halt richtig geil und das zeigt dann wieder die Kraft der Field Spell von diesem Deckthema. Den können wir uns halt suchen. Wir können uns hier in diesem Deck so viel suchen. Wir können uns ja theoretisch jedes Wurm, jedes Seeschlange und jedes Dino-Monster suchen und das ist halt mega krass und wir suchen uns halt in unserer normalen Combo, in dieser puren Variante, sage ich mal, ihn hier, weil der einfach sehr, sehr gut passt. Aber es gibt halt unendlich viele Möglichkeiten, weil diese Field Spell halt so krass ist. Aber dazu vielleicht mal in einem anderen Video. Heute sollte es nur um diese Variante gehen, weil sonst würde das Video 3 Stunden dauern, weil mit diesem Deck habt ihr so viele verschiedene Möglichkeiten. In der puren Version ist er hier aber super, weil er dann hilft, unser Bossmonster zu triggern, dass der sich beschwört und uns direkt 2 unserer permanenten Zauberkarten aus dem Deck holt und. Mega gut. Einfach eine super starke Karte, denn wenn er hier auch zerstört wird, kann er uns halt den Taya aus dem Deck specialen und dann geht es weiter mit der Combo. Super stark und deswegen spielen wir den.
Und jetzt sind wir schon bei den Zauberkarten. Ryuge Aufstieg ist auch One-Card-Kombo, weil sie sucht uns irgendein Ryuge-Monster auf die Hand und ist halt eine Schnellzauberkarte. Das heißt, wir können sie auch im Zug des Gegners aktivieren. Dann bringt sie meistens nicht so viel, aber theoretisch können wir uns halt unseren Dino-Typen suchen, der sich halt Schnelleffekt beschwören kann und so. Also das kann schon gar nicht so schlecht sein. Und was halt auch cool ist, wenn wir die Field Spell schon haben und unser Search of Ritualmonster vorher irgendwie verhindert wird oder so, oder beziehungsweise wir das Ritualmonster schon aktiviert haben und dann kommt irgendwie ein Ghost Ogre oder so und dann ist es nicht im Extra-Deck. Dann können wir die Karte hier benutzen, beziehungsweise mit Ghost Ogre wäre sie ja im Extra-Deck, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn sie nicht im Extra-Deck liegt, aber wir die Field Spell haben, können wir die aktivieren, den direkt aufs Extra-Deck legen und dann ist unsere Field Spell halt alive, um alles zu machen, was wir wollen. Ryuge Aufstieg, deswegen sehr, sehr gute Karte. So, und jetzt kommen wir zu den 3 Domänen von unseren Monstern. Wir haben die Dino-Domäne. Die ist ganz grob gesagt einfach eine Monster-Negation. Sie gibt uns auch einen kleinen ATK-Push von 300 Angriffspunkten, aber das ist relativ irrelevant. Aber sie hat den Effekt, dass unser Pendel-Monster oder ein Dino-Monster der Stufe 10 oder höher, was wir kontrollieren, den Effekt bekommt, dass es noch eine Monster-Negation ist. Hier ist das genauso, nur nicht mit Monster Negation, sondern mit einem Bounce und unsere Ryuge-Monster können nicht durch Kampf zerstört werden. Und die Karte hier ist eigentlich die beste in Anführungsstrichen, weil sie halt, egal was wir kontrollieren, sie ist ein Makrokosmos im Zug des Gegners. Was halt, oder nicht Makrokosmos, also sie ist ein Dimensionsriss im Zug des Gegners, was aber halt so stark ist. Und der zweite Effekt, den das Rayquaza-Monster quasi bekommt, ist einfach ATK auf 0 setzen, das ist relativ schlecht. Aber der Floodgate-Effekt ist halt krass. Und hier Bounce, hier Monster Negation, sehr, sehr gut. Aber die wollen wir nicht unbedingt ziehen, weil die können wir uns in unserer Combo halt immer suchen. Deswegen reichen die alle auf 1. Man darf nur eine davon gleichzeitig kontrollieren. Also ihr könnt jetzt nicht 3-mal die haben und habt ihr 3 Monster Negates. So funktioniert es leider nicht. Aber ist auch völlig okay. Dann spielen wir die Field Spell. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, weil ich habe ja gesagt, die ist so unfassbar krass und bla bla bla. Sie reicht aber trotzdem auf 1. Wir wollen lieber Wege haben, um unsere One-Card-Combo zu starten, wo sie halt ein Teil von ist. Weil sie alleine macht halt nicht so viel. Sie sucht was und banisht was und sendet was auf den Grave, was nicht schlecht ist, aber wir brauchen halt ihn im Extra-Deck, damit sie halt ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Dazu kommen wir dann gleich in der Combo, weil das ist halt wirklich super krass. Aber sie reicht auf 1. Ich habe es auf 3 probiert, ist okay, könnt ihr ruhig machen, aber ich finde, lieber mehr Non-Engine spielen, weil die hier reicht auch so. Dann eine Karte, die ihr vielleicht lange nicht gesehen habt, extra törichtes Begräbnis. Ich liebe die in diesem Deck, denn sie hat quasi den gleichen Effekt wie unser Sturmdogra, dass wir ein Extra-Deck-Monster vom Extra-Deck auf den Friedhof legen. Wir dürfen für den Rest des Spielzuges nichts mehr setzen, das ist aber völlig okay, das brauchen wir nicht. Wir müssen die Hälfte unserer Life-Points bezahlen. Und was bei der Karte geil ist, sie braucht nicht unsere Normal Summon und sie ist auch Going Second gut, weil wenn wir damit Intis senden, können wir halt eine Karte des Gegners zerstören. Richtig, richtig stark. Sehr geile Karte für dieses Deckthema. Dann spielen wir einen Topf des Wohlstands. Ich meine, ist halt noch erlaubt, ist eine super Karte und ich mag bei der Karte, dass sie so variabel ist. Das Extra-Deck ist hier nicht so super wichtig, deswegen 6 Banishen ist gar kein Problem. Und wenn wir halt schon One-Card-Combo haben, dann müssen wir uns halt damit nicht noch eine Combo suchen, sondern können uns dann entweder eine Handtrap suchen oder etwas, was uns helfen kann zu extenden und zu Handtraps zu schützen, wie auch immer. Deswegen Topf des Wohlstands, super Karte. Und dann haben wir einmal Auftauchen der Schwertseele, damit suchen wir uns unseren Protoss in der Combo, extrem gute Karte. Und dann hier einmal der Brick, Gebete der stimmlosen Stimme. Sie ist zwar gar nicht so schlimm, weil theoretisch, wenn wir unser Bossmonster auf dem Feld haben und es zerstört wird, können wir die hier verbannen und unseren Saurabis zum Beispiel beschwören, was halt ganz cool ist. Aber generell ist sie halt einfach nur dafür da, dass wir Saphira benutzen können. So, und jetzt wird es halt crazy. Ihr könntet hier noch mehr Starter spielen, aber im Test habe ich gemerkt, brauchen wir nicht. Wir spielen alles, was ihr gerade gesehen habt, also fast alles, von diesem Haufen hier. Die nicht, aber das hier alle und die Field Spell nehmen wir auch nochmal raus. Und sonst ist hier fast alles ein One-Card-Starter, ne? Nicht alles, aber ihr wisst, was ich meine. Es sind so viele Karten, die unsere Plays halt starten. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, lieber Sachen zu spielen, dass wir halt gegen viel geschützt sind und unsere Combo auch durchbekommen. Da spielen wir halt 3-mal unseren Auslöschungsinformanten, der ist halt super. Da spielen wir einmal vom Grab gerufen, auch geil. Und weil wir den Plasma Extra Deck haben, spielen wir auch einmal die Instant-Fusion, die halt auch einfach mega gut ist in diesem Deck und uns da einfach krass hilft, wenn wir halt eins unserer Relinquished Ones machen. Auch sie ist Going Second gut, das liebe ich halt bei diesen Karten. Also ich liebe halt generell Karten, die Going First und Going Second gut sind und was machen, deswegen die sind super und ihr könntet theoretisch auch noch die Tactics-Karten spielen, also um halt auch durch Sachen durchzupushen, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach für viele Handtraps, aber Leute, bedenkt, Handtraps sind kein Muss. Ich zeige euch jetzt einfach nur, also wir haben jetzt 18 Plätze frei
beziehungsweise wenn ihr halt die hier noch rausnehmt, also wenn ihr called und die hier rausnehmt, dann sind es sogar 23 Plätze, die ihr meiner Meinung nach easy für Non-Engine nutzen könnt. Das heißt, gerade Going Second ist das halt insane. Und dieses Deck hier könnt ihr auch easy als OTK-Deck mit Boardbreakern spielen, weil mit unserer One-Card-Kombo ist das zweite, was wir machen, 3 Monster mit 3000 ATK zu beschwören. Das sind 9000. Wenn ihr euren Gegner gedark hold habt und so, dann ist halt einfach GG, was halt einfach mega heftig ist. Und deswegen, das könnt ihr easy auch machen. Aber ich habe mich jetzt einfach für Handtraps entschieden, weil ich es gerade so gespielt habe. Und das ist aber, wie gesagt, komplett euch überlassen. Wir spielen einfach, und auch die Handtraps sind gar nicht so, dass ihr genau die spielen müsst. Ne? Das ist einfach nur ein Platzhalter, in Anführungsstrichen. Wir spielen halt hier 3 Ash, 3 Kauts, 3 Effektverschleierin, 3 Imperm, halt einfach Standard, 2 Nibiru. Und jetzt spielen wir aber noch ein paar One-Offs, weil damit wir vor denen geschützt sind mit unserem Auslöschungsinformanten und noch ein Magnamut, der uns halt unsere One-Card-Kombo suchen kann und der halt auch theoretisch in manchen Matchups sehr nice kommen kann. So, jetzt haben wir aber, ja, ist richtiger Haufen geworden hier. Jetzt haben wir aber genug über das Deck geredet. Jetzt zeige ich euch auch, was ich mit dieser One-Card-Kombo meine, warum die so krass ist und warum die Leute dieses Deck hier nicht unterschätzen sollten. So Leute, aber natürlich gucken wir uns noch das Extra-Deck an, das hätte ich fast vergessen, aber bevor wir in die Kombos gehen, gucken wir uns das natürlich noch an. Millennium-äugiges Opfer und das 1000 Ice Restrict sind hier halt dabei, einfach für die Instant-Fusion. Dann haben wir hier noch Garura, den senden wir einfach gerne auf den Grave, um eine Karte zu ziehen. Und dann auch Intis, spielen wir hier auf 2. Wundert euch nicht wegen der verschiedenen Höhlen, das liegt daran, weil ich den gerade aus einem anderen Deck hier kurz mit dazu genommen habe. Ältestes Wesen Intis, einfach super gut, ist nicht once per turn. Das heißt, mit Sturmdrücker können wir theoretisch sogar 2 Karten damit zerstören, was halt wirklich richtig krass ist. Dann spielen wir Herold des Bogenlichts auch zweimal. Die sucht uns halt, wenn sie auf den Grave geht, ein Ritualmonster oder eine Ritual-Zauberkarte, was halt auch einfach super, super stark ist und ganz theoretisch können wir den auch mal machen mit Sturmdogra und unserer Herold, aber das ist bei mir noch nie aufgekommen, die ist echt nur, um sie auf den Friedhof zu senden. Dann ihn hier, er ist sehr wichtig, ihn brauchen wir für die Combo und er liegt auch am Ende auf dem Feld, das heißt, er ist eine Monster-Negation, er sucht uns in unserem Zug was halt einfach super, super stark ist. Dann spiele ich noch den, aber den müsst ihr auch wirklich nicht spielen, einfach für Going Second, weil er halt Sachen auf dem Feld loswerden kann, was halt schon ganz geil ist. Dann spielen wir hier die Himmelskrise einmal und dann halt eigentlich das wichtigste Extra-Deck-Monster fast, den Varudras, der letzte Bringer der Endzeit. Nämlich er ist ein Wirrenmonster und wir locken uns mit unserer Fieldspear, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, in Seeschlange, Drache, Wirm und Dino. Und da er hier ein Wirm ist, können wir den halt easy machen. Und weil wir ganz viele Stufe 10er spielen, die leicht zu machen sind, voll geil. Ihr könntet ihn auch safe häufiger spielen. Ich habe ihn halt nicht häufiger, aber mega geile Karte in diesem Deck. Und dann noch spielen wir aufgegebene Seele, einfach für das Instant-Fusions-Package. So, und auch sehr wichtig ist der Reprodokus. Ja, mit ihm hier, er ist nämlich ein Dino, das heißt, wir können ihn immer machen in der Combo. Und ihn legen wir schön über Protoss, machen Protoss dann zu dem Typen, den wir haben wollen und sagen dann GG. In vielen Fällen, was halt richtig geil ist. Und dann haben wir noch die relativ Standard, falls man mal interrupted wird, dass man die noch machen kann. IP und SP, aber müsst ihr wirklich nicht spielen. Wirklich, wirklich wichtig, wo ich sage, die sind ein Muss, sind Reprodokus, Varudras, er hier, mindestens einmal den würde ich auch empfehlen. Ja, das ist eigentlich alles. Die 5 sind die einzig wichtigen. Ihr könntet theoretisch wahrscheinlich auch einen Topf der Extravaganz spielen. Braucht ihr zwar nicht, weil das Deck super konstant ist, aber einen Topf der Extravaganz spielen und die alle auf 3, aber würde ich nicht empfehlen. Deswegen, aber die hier müsst ihr spielen, wenn ihr die Combo spielen wollt, die ich euch jetzt zeige. So Leute, bevor ich euch jetzt zeige, wie heftig sie hier ist, was sie in dieser einen One-Card-Combo alles für euch macht, checkt doch sehr, sehr gerne mal den Link zu Gate to the Games hier unten immer in der Beschreibung aus, wenn ihr euch irgendwelche von diesen nicen Karten ranholen wollt. Das Ryugi-Deck-Thema ist wirklich vergleichsweise günstig zu haben, vor allem der Deck-Core und so. Und ihr könnt mit meinem Rabattcode 5% sparen. Mir hilft das auch ein bisschen, von daher freue ich mich, wenn ihr was findet. Wenn aber nicht, ist auch gar kein Problem. Sehr cool, dass ihr überhaupt hier seid und mein Video guckt. Und ihr seid ja auch jetzt hier, um zu erfahren, wie die Combo geht und deswegen zeige ich euch das jetzt. Wir brauchen dafür nur sie und machen Normalbeschwörung, Wahrsagerin des Herolds. Und sie sendet natürlich unseren Herold des Bogenlichts vom Extra-Deck auf den Friedhof. Der aktiviert sich jetzt und das sucht uns unser Bossmonster Sosei Ryuge Mistva. Und den aktivieren wir auch direkt, packen ihn in die Pendelzone und aktivieren hier seinen Effekt, um
ihn selbst zu zerstören und uns eine Ryugi-Karte von unserem Deck auf die Hand zu nehmen. Das wird unser Ryugi-Kampfgebiet. Das aktivieren wir jetzt auch direkt und wenn wir diese Karte aktivieren, dürfen wir uns 3 Monster von unserem Deck nehmen. In dem Fall jetzt einfach mal die 3. Und eins davon nehmen wir uns auf die Hand, eins banishen wir und eins legen wir auf den Friedhof. Wir legen das hier auf den Friedhof, banishen das und das ist wichtig, weil wir wollen den am Ende noch specialen. Das jetzt in dem Fall würde es gehen, aber macht es lieber immer, weil für seinen Effekt müssen wir in diesem Zug 2 Monster auf den Grave gelegt haben und deswegen, wenn wir ihn jetzt auf den Grave legen würden, hätten wir eins weniger. Deswegen wird er hier gebanished, weil wir kriegen jetzt gleich wieder alle aufs Feld und der hier kommt auf die Hand. So, und jetzt können wir die Field Spell aktivieren, weil wir unser Panel-Monster im Extra-Deck haben. Und das ist halt jetzt so krass, finde ich. Wir beschwören uns die beiden jetzt zurück, weil wir beschwören einen vom Banish, einen vom Friedhof und einen aus dem Deck und haben jetzt einfach 3 Stufe 10 Monster durch eine One-Card-Kombo beschworen. Und das ist halt das Krasse an der Engine. Selbst wenn ihr jetzt einfach in Anführungsstrichen nur ein Varudras und eine IP Masquerina, wobei IP Masquerina geht nicht mehr, wir sind jetzt gelockt. Aber wenn ihr jetzt ein Varudras machen würdet und irgendein anderes Link-Monster, was halt irgendwie relativ generisch ist oder so. Allein das wäre schon so heftig. Und das für super viele Decks deswegen auch eine relativ relevante Engine. Also gerade für halt Dino, Drachen, Wyrm oder Seeschlangen-Decks. Aber in dem Fall hier haben wir es jetzt einfach so. Und jetzt würden wir es so machen, dass wir hier den Effekt von ihm in der Hand aktivieren. Da müssen wir natürlich unser Wassermonster zerstören. Und noch ein weiteres Monster. Es ist jetzt wirklich egal welches. Wir zerstören jetzt einfach noch den. Um ihn zu beschwören. Und was daran jetzt das Geile ist, weil wir ihn beschworen haben, triggert er hier im Extra-Deck, kann sich beschwören, indem wir ein Stufe 10 Ryugi-Monster als Tribut anbieten. Und jetzt dürfen wir bis zu 2 Karten bei uns auf dem Spielfeld zerstören. Das machen wir auch. Wir zerstören die Field Spell und wir zerstören ganz wichtig den Typen hier, um uns 2 von unseren permanenten Zauberkarten direkt zu aktivieren. Es ist egal, ob ihr hier die von der Seeschlange oder die vom Dino nehmt, aber ihr müsst euch auf jeden Fall für die Combo die hier nehmen, weil erstens, wenn wir jetzt noch interrupted werden, haben wir ein Floodgate im Zug des Gegners, was halt wichtig ist. Plus die Karte hier brauchen wir halt noch für einen Search später in der Combo. Deswegen die hier ist wichtig, die andere ist egal. Die könnt theoretisch auch die Field Spell liegen lassen, aber dann hätten wir halt eine Interruption weniger. Und das, ja, ist halt egal so, deswegen... Wir wollen die Interruption halt schon haben und die Field Spell macht jetzt nicht mehr so viel. Theoretisch kann sie natürlich jeden Zug das gleiche machen, aber im Optimalfall ist es egal, weil der Gegner das nicht machen kann. Wir können die Field Spell auch zurückbekommen mit unserem grünen Typen. So, jetzt dadurch, dass unser Typ, wahrer König zerstört wurde, dürfen wir uns von unserem Deck unseren Taya beschwören. Was halt sehr, sehr geil ist. Und jetzt aktivieren wir Tayas Effekt und wir von unserem Friedhof auf jeden Fall unseren Hakya, weil wenn er verbannt ist und jetzt dann später, und das passiert gleich, weitere Karten verbannt werden, dann können wir ihn beschwören. Und das ist halt wichtig. Die Kombo, es wirkt halt alles ein bisschen kompliziert, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, checkt man es auch. Und deswegen, ich zeige euch das hier auch jetzt relativ langsam. Und wir werden noch ein Testern-Video machen, wo ich die Kombo auch noch ein paar Mal durchgehe. Genau, mit ihm haben wir jetzt was gebanished, um einen Token zu beschwören. Und der Token wird aber direkt weggemacht. Und Taya auch. Und zwar zu unserem wie heißt er nochmal? Ich kann den Namen gerade nicht hin. Xi Xiao von Sword Soul, das alte Bossmonster. Und jetzt mal mit Chainlink 1, Chainlink 2. Mit ihm hier senden wir was vom Deck auf den Grave, einfach um ihn zu chainblocken. Und mit ihm suchen wir uns jetzt unser Auftauchen der Schwertseele. Und Auftauchen der Schwertseele ist halt eine krasse Karte, weil wenn wir ein Schwertseele-Monster kontrollieren, dürfen wir uns damit ja irgendein Wyrmmonster suchen. Das machen wir jetzt auch. Und wir suchen uns damit Protoss. Ja, und Protoss ist natürlich eine toxische Karte, das verstehe ich total, aber wir können ihn halt machen und wenn wir ihn machen können, dann machen wir das auch. Und jetzt beschwören wir ihn tatsächlich einfach direkt. Wir beschwören Protoss hier in diese oder in diese Zone, das ist egal, aber sie muss in einer dieser beiden Zonen sein und verbannen dafür einmal ihn, also ein Windmonster, dann ein Erdemonster und dann hier noch ein Lichtmonster in dem Fall. Ist egal, habt ihr 3 verschiedene Attribute. So, um ihn halt zu rufen. Und weil jetzt was Monster verbannt wurden und 2 davon sind halt nicht er, können wir ihn hier specialen und haben ein weiteres Stufe 10 Monster auf dem Feld. Richtig, richtig geil. Und jetzt machen wir es so, dass wir seinen Effekt aktivieren. Wir legen die hier unters Deck, um uns unseren Dino-Typen zurückzuholen auf die Hand.
Und ihn können wir jetzt benutzen. Ihn beschwören wir nämlich. Wir könnten ihn auch abwerfen, beziehungsweise unter das Deck, ins Deck zurückmischen, um uns die Monster Negation zu holen. Aber wir wollen ihn auf dem Feld haben. Wir wollen einen extra Body. So. Weil es wurden in diesem Spielzug 2 oder mehr Karten zerstört. Das heißt, wir können ihn specialen. Und jetzt machen wir unseren Varudras und haben schon mal eine Omni-Negation. Ihr könnt die auch später machen, aber ich mache sie gerne jetzt, weil dass der Gegner halt, wenn er irgendwie wartet und nicht checkt, dass wir ihn gleich machen, keine Imperma auf ihn werfen kann, weil das Protoss Resolved ist unsere größte Win-Condition. So, und jetzt, um die Win-Condition noch weiter zu erhöhen, beschwören wir von unserem Friedhof unseren Ember, weil in diesem Spielzug also 2 oder mehr Karten vom Deck und der Hand oder der Hand auf den Grave gelegt wurden. Das ist halt richtig geil. Wir können das auch nochmal kurz überprüfen, aber Taya hat ja was vom Deck gesendet, so, und mit der Field Spell haben wir halt unseren Dino auf den Grave gelegt. Das war halt deswegen wichtig, weil in dem Fall haben wir noch hiermit was vom Extra-Deck gesendet, wobei ich glaube, das zählt gar nicht. Nee, es muss wirklich vom Deck sein, deswegen war es wichtig, dass wir ihn gebanished haben am Anfang, sonst hätten wir ihn jetzt nicht specialen können. So. Und was wir jetzt machen ist, also wir haben jetzt mehrere Optionen. Entweder wir machen jetzt weil wir haben ja schon eine Omni-Negation, die Protoss-Line, aber wir müssen halt damit ihm raten, was wir machen. Wir machen es jetzt aber so, wir wollen halt auf Nummer sicher gehen und das Ding gewinnen. Wir aktivieren seinen Effekt, legen die hier auch unter das Deck und der Gegner verbannt jetzt seine ganze Hand und zieht genauso viele Karten. Wenn es gegen Malice ist es schlecht, wobei selbst dann wäre es kein Weltuntergang, weil dann sagen wir hier mit Finsternis und dann haben wir zwar keine Omni-Negation mehr, aber wenn der Gegner keine Karten beschwören kann, ist es auch egal. Und wir wissen jetzt, was der Gegner spielt und sagen uns jetzt, okay, alles klar. Wir machen mit den beiden hier unseren Reprodokus, aktivieren seinen Effekt, machen ihn jetzt zu dem Attribut, was wir haben wollen, wenn das Attribut nicht schon auf dem Feld ist, aber in den meisten Fällen, achso, ganz kurz, die kommt natürlich aufs Extra-Deck, weil das ein Pendelmonster ist. Und sagen wir mal, es war jetzt Feuer, wir haben gesehen, der Gegner spielt Snake Eye oder der Gegner spielt Raziel. Gegen Raziel muss man Feuer oder Licht sagen, aber wir würden eher Feuer sagen, weil wir halt ein Lichtmonster haben, was eine Interruption ist und er ist auch ein Lichtmonster, der auch noch eine Interruption wird gleich. Und jetzt sagen wir zum Beispiel Feuer und jetzt kann kein Spieler mehr Feuermonster bis zum Ende des nächsten Spielzuges beschwören und damit geben wir ab. Und ich weiß, das sieht nicht super krank aus, aber bedenkt, das ist alles nur durch sie gekommen. Das ist halt so heftig und deswegen ist das schon sehr, sehr stark. Protoss halt protected, hier noch eine Monster Negation. Und was jetzt das Wichtigste ist, bei EDO Pro funktioniert das manchmal nicht. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, schreibt mir das gerne in die Kommentare, aber theoretisch müsste es gehen, weil, wenn der Gegner jetzt dran ist und sagen wir, er aktiviert irgendeinen Effekt und wir annullieren das hiermit, dann können wir auch 2 Materialien ablegen, damit wir noch eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Wir zerstören einfach ein Monster beim Gegner, oder wir können theoretisch auch eins bei uns zerstören, aber wir sagen, wir zerstören ein Monster beim Gegner. Dann wurde ein Monster zerstört und das heißt, wir können ihn hier specialen, indem wir ihn als Tribut anbieten. Auch deswegen ist wichtig, dass wir ihn beschwören konnten. Und jetzt aktivieren wir seinen Effekt, zerstören halt bis zu 2 Karten. Wir zerstören ihn, weil er jetzt nichts mehr macht. Und unseren Reprodokus und holen uns dann aus dem Deck wieder zurück unseren Bounce. Und entweder sie hier als Floodgate, aber wenn wir halt schon wissen, was der Gegner spielt, ist es halt auch manchmal geiler zu sagen, nee, okay, dann holen wir uns nicht dieses Floodgate, sondern holen uns hier noch die Monster Negation. Und das heißt, wir hatten dann 4 Interruptions und ein krankes Floodgate. Das ist halt heftig, so, ne? Man darf das nicht vergessen, dass Protoss alleine halt Games gewinnt. Ich meine, Ritual Beast macht quasi nur Protoss und gewinnt dadurch, so, ne? Und wir machen Protoss, aber hatten noch eine Omni-Negation, eine Monster-Negation, noch eine Monster-Negation und einen Bounce. Und wie gesagt, diese Monster-Negation oder der Bounce könnte auch ein Makrokosmos für den Gegner sein. Beides sehr, sehr gut. Und das halt alles nur durch eine Karte, wenn wir noch 4 weitere rankamen. Wir spielen so viele Handtraps, dass auch eine Handtrap easy hätte dabei sein können und so. Aber, wenn der Gegner jetzt, sagen wir, weil er durch Protoss nichts machen konnte, settet einfach ein Monster. Selbst wenn wir keine Drawface hätten, könnten wir halt dann einfach die hier benutzen in der Endphase, die wieder unter das Deck legen und dann das Monster des Gegners bouncen und dann in seinem Zug gehen wir in die Battlephase, greifen an. Das sind 8800 Damage. Und wie gesagt, das würde bedeuten, dass wir mit 4 Handkarten, die wir noch hatten, nichts machen konnten und nichts gezogen haben. Und wobei unsere Monster sind sogar noch gepusht, oder erst zumindest gepusht, auf 3800, was halt einfach super insane ist. Und ja, einfach sehr, sehr stark und das alles nur durch eine Karte. Yo Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Noch ein kleines Fazit von mir an dieser Stelle. Ryuge ist natürlich
nicht ganz so krass wie Malice und Razel. Malice und Razel, die haben im OCG auch schon krass dominiert. Das wird bei uns wahrscheinlich ähnlich sein. Es wird abzuwarten sein. Aber es sind natürlich beides schon extrem gute Decks. Trotzdem ist Ryuge meiner Meinung nach sehr, sehr geil. Ihr seht, ihr habt super viele Optionen. Das wäre jetzt einfach eine pure Version mit einer coolen Combo, die extrem stark ist und wirklich sehr, sehr viel machen kann. Aber ihr habt auch Möglichkeiten, noch ganz andere Sachen zu machen. Wie gesagt, Dinomorphia ist ein gutes Ding. Generell Dino. Mit Sword Soul könnt ihr auch mehr auf die Sword Soul Karten gehen und so weiter und so fort. Das ist schon richtig, richtig stark. Deswegen, ich bin ein Riesenfan von dem Deck. Man muss natürlich trotzdem sagen, wir sind nicht so variabel, was unsere Kombos angeht. Deswegen habe ich auch die Sachen, die unsere Combo protecten drin, weil wenn der Gegner weiß, was er ashen oder verhindern muss, dann sieht es halt nicht so gut für uns aus. Wir haben halt keinen Weg, in eine andere Combo reinzugehen. Und das ist halt ein bisschen der Nachteil, den wir haben. Aber wir können mit so vielen Sachen unsere Combo protecten. Ihr könnt auch noch mehr von diesen Karten, gerade nach dem Siden, reintun und so. Und ich bin überzeugt davon, dass ihr mit diesem Deck sehr viel Spaß haben werdet. Und was das Geilste ist, es ist halt so viel günstiger als die beiden anderen Decks. Ich glaube, ihr könnt euch dieses Deck hier 10 oder 15 Mal kaufen für den Preis von Razel oder Malice. Von daher hoffe ich, dass euch dieses Deck-Profile und die Kombos ein bisschen geholfen haben. In der nächsten Ausgabe auf meinem Kanal werden wir uns noch angucken, wie wir Testhände ausspielen, wie konstant das ist, wie oft wir durch Handtraps durchspielen könnten und so weiter und so fort. Ich freue mich schon sehr drauf und ich hoffe, dass wir uns auch in meinem nächsten Video sehen. Lasst mir sehr gerne ein Like, Kommentar und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Checkt den Link zu Gate to the Games in meiner Beschreibung aus. Folgt mir auf Instagram, drückt die Glocke und den ganzen Bums. Und bis zum nächsten Mal, euer Francis Gaming.